Große Unternehmen nutzen eure Vorstellung von KI für sich aus. Auf so viele verschiedene Arten, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Ich bin großer Fan der Technologie KI, aber was momentan passiert, fuckt mich zutiefst ab. Ich bin enttäuscht und gleichzeitig war es eigentlich schon klar, als ChatGPT auf den Markt kam. Aber bevor wir starten, was ist KI eigentlich für dich? Was bedeutet künstliche Intelligenz für dich? Freust du dich über neue Möglichkeiten oder hast du vielleicht sogar Angst vor dem, was KI kann oder bald kann? Schreib das ganz kurz auf, gerne unten in die Kommentare. Denn wie du wahrscheinlich sehen wirst, haben wir absolut nicht dieselbe Vorstellung davon, was KI eigentlich ist. Ihr untereinander. Du verstehst vermutlich etwas völlig anderes unter KI als ich. Das wurde in der Umfrage, die ich gemacht habe, sehr, sehr deutlich. Und das nutzen große Unternehmen schamlos für sich aus. Wir schauen uns zunächst mal an, was KI eigentlich ist und was aber Unternehmen daraus gemacht haben, um euch besser manipulieren zu können. Also los geht's, liebe Hexen und Hexers, mit der Zerstörung von KI. Als ChatGPT veröffentlicht wurde im November 2022, ging das wie ein Schock durch die Welt. Ist das dieses künstliche Intelligenz, an dem das Silicon Valley die ganze Zeit geforscht hat? Mir ist aber hierbei was sehr Interessantes aufgefallen. Das hier ist der Launch-Post von OpenAI zu ChatGPT. In diesem Artikel steht nicht ein einziges Mal Artificial Intelligence oder AI drin. Sie nennen das ganze Ding Model. Denn was ChatGPT ist die Software um ein Large Language Modell, also ein großes Sprachmodell. Im Fall von ChatGPT ist das heutzutage das Modell GPT-4o. Ein Large Language Model ist technisch gesehen ein tiefes neuronales Netz, das auf riesigen Datenmengen trainiert wurde. Neuronale Netze sind absolut nichts Neues. Ich habe schon 2017 eine komplette Tutorial-Reihe dazu gemacht, wie die Dinger funktionieren. Als Grundlage dafür dient das Rosenblatt-Perzeptron aus dem Jahr 1958. Das ist einfach nur eine einzige Berechnung mit anpassbaren Parametern. Genau die Parameter meinen wir, wenn wir von 175 Milliarden Parametern bei GPT 3.5 sprechen. Es sind also ganz grob gesagt 175 Milliarden Perzeptronen da drin. Warum wir dann nicht schon früher was mit KI gemacht haben? Haben wir. Aber es war halt nie so krass wie jetzt. Und das liegt allein daran, dass wir stärkere Grafikkarten haben. Mehr nicht. Danke Nvidia. Und wenn ihr euch dieses Paper hier nochmal anschaut, auch damals hieß es schon Modell. Das liegt daran, dass in einem neuronalen Netz nichts anderes passiert, als statistische Zusammenhänge zu lernen. Durch Machine Learning. Die Gewichte innerhalb dieser Perzeptronen werden angepasst, sodass sie die Trainingsdaten nachbauen können. Hier, nehmt DALL-E als Beispiel. DALL-E baut Bilder aus Text. Dazu braucht man Eingabetexte und gewünschte Bilder. Man nehme sich also Hungerlöhner aus Afrika und lässt sie die Beschreibungen zu Bildern bauen, die wir ja im Internet zuhauf haben. Und das sind die Trainingsdaten. Text rein, Bild wird nachgebaut, so gut es geht. Nimmt man nur genug davon, bekommt man Bilder raus, die einigermaßen nah an den Trainingsdaten sind. Diese Modelle oder auch Large Language Modelle, die Text aus Text bauen, sind aber nach wie vor nur Modelle von der Wirklichkeit. Sie versuchen aus Statistik die Wirklichkeit abzubilden und etwas daraus zu bauen. Und genau an diesem Punkt wird es sehr schwierig, denn in der Öffentlichkeit wurde beim Launch von ChatGPT immer nur von künstlicher Intelligenz gesprochen. Künstliche Intelligenz wird Schulen und Universitäten grundlegend verändern. Mindestens ein Abiturient wurde offenbar mit einem Handy erwischt, auf dem eine KI-Anwendung geöffnet war. ChatGPT, eine künstliche Intelligenz. Und ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch immer KI gesagt. Warum? Es ist tausendmal einfacher zu verstehen. Jeder hat eine Vorstellung von KI. Wenn ich Large Language Model sage, muss ich wie gerade eben erstmal definieren, was das eigentlich ist. Das geht in einem YouTube-Titel überhaupt nicht. In dieser Debatte hat aber überhaupt nicht geholfen, dass manche von KI als Tool sprechen, manche von generativer KI, manche von allgemeiner künstlicher Intelligenz und manche sogar von Superintelligenz. Alle haben all das gleichzeitig KI genannt und nennen es auch immer noch KI. Hier, schaut euch die Google-Trends an. KI am Leben, KI übernimmt die Weltherrschaft und KI hat ein Bewusstsein. Nichts davon trifft irgendwie zu. Nicht jetzt und ziemlich sicher nicht in den nächsten paar Jahren. Das sind
alles Themen, die wir vielleicht irgendwann mal klären müssen, wenn wir dann bei allgemeiner KI sind. Damit ihr sowas nicht verpasst, stellt sicher, dass ihr bei mir aber auch auf Instagram regelmäßig vorbeischaut und auch meinen Newsletter abonniert habt. Im Newsletter stelle ich einmal pro Woche die wichtigsten Änderungen vor, sozusagen wie die IT-Trends, damit nichts mehr an euch vorbeigeht. Auch keines meiner Videos übrigens. Auf Instagram könnt ihr mir gerne schreiben und gelegentlich rante ich auch mal ein bisschen über seltsame Funde in meinen Stories ab. Beides findet ihr in der Beschreibung. Deswegen lasst mich ganz kurz definieren. KI meint heutzutage eigentlich meistens schwache künstliche Intelligenz oder auf Englisch Narrow AI. Bitte merken, das ist wichtig. Lange waren übrigens auch in der Forschung die Begriffe alles andere als einheitlich. Und ja, die Begriffe sind tatsächlich älter als die meisten von euch, mich eingeschlossen. Dazu müssen wir zunächst einmal Machine Learning definieren. Dieser Begriff wurde von einem Paper von Arthur Samuel aus dem Jahr 1959 paraphrasiert. Er stammt also nicht direkt von ihm, aber so fast. Bei Machine Learning geht es einfach nur darum, dass ein Computerprogramm etwas tut, das nicht explizit reinprogrammiert wurde. ChatGPT hat nicht explizit gesagt bekommen, dass es diesen Text hier bauen soll. Es wurde trainiert, guten Text auf eine Anfrage auszuspucken. Welchen genau, das haben die Programmierer nicht explizit gesagt. Es geht hier also bei Machine Learning um die Methode. KI hingegen, also künstliche Intelligenz, hat leider wahnsinnig viele Definitionen. Danke dafür an die Leute vom Marketing. Die meisten aus der Forschung beziehen sich darauf, dass ein Softwareprogramm seine Umgebung mittels Machine Learning verarbeiten kann und dann eine definierte Aufgabe intelligent lösen kann. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Intelligent heißt hier, wie Stanford schreibt, dass die Aufgabe der KI angemessen und vorausschauend, also mit dem Ziel im Blick, gelöst wird. Nach dieser Definition wäre zwar ein Taschenrechner intelligent, immerhin berechnet er Dinge mit dem Ziel, sie zu berechnen, aber er hat nicht gelernt im Sinne von Machine Learning, sondern er berechnet alles. Ein Taschenrechner ist also keine KI. Wow, für diese Erkenntnis habt ihr eingeschalten, oder? Es geht aber also nicht um menschliche Intelligenz, sonst würde es menschliche Intelligenz heißen. Die zu definieren ist aber auch sackschwer. Das dürft ihr gerne mal in den Kommentaren übernehmen. Ich bin da raus. Durchaus unter die Definition von KI fällt aber laut den Autoren so etwas wie der YouTube-Algorithmus, der seine Umgebung, YouTube, analysiert und dann entscheidet, welches Video genau du als nächstes sehen möchtest. Das Ziel ist, dich zum Klicken zu bringen, danke dafür, und dazu werden unfassbar viele Daten aus allen Zuschauern von YouTube trainiert und ausgewertet, um möglichst passende Videos zu finden. Unter die Definition von KI fällt aber auch AlphaFold, das Proteinfaltung berechnet, und zum Beispiel sowas wie Stockfish, eine Schach-KI. So, und jetzt müssen wir uns nochmal auf das Chinese Room Experiment aus den 1980ern beziehen. Das Experiment selbst ist etwas für ein anderes Video, das ist wahnsinnig spannend, wenn ihr daran aber Interesse habt. Hier wird aber nochmal unterschieden zwischen einer schwachen künstlichen Intelligenz, die man heute meist als Narrow AI bezeichnet, und einer starken oder heute eher allgemeinen künstlichen Intelligenz. Google hat letztes Jahr ein bisschen besser noch definiert und jeweils 6 Level von Narrow AI und AGI definiert. Und ja, wir haben bereits eine Superhuman Narrow AI, also eine schwache KI, die besser ist als 100% aller Menschen. Stockfish. Im Schachspielen wurde die nämlich noch nie von einem menschlichen Spieler geschlagen. Das heißt, sie ist superhuman. Aber sie ist schwach, weil sie nur Schach spielen kann. Versucht doch mal mit Stockfish zu sexten. Das wird nicht so gut klappen. Springe auf E4. Eine kleine Ergänzung hierbei ist das ganze Wort generative KI noch. Generative KI ist ein KI-System, das einfach nur Dinge aus einer Eingabe generiert. Und das Problem ist, jedes gottverdammte KI-System generiert irgendwas. Das ist die Ausgabe von der KI. Manchmal ist das eben Text, manchmal ist das Ja, Nein, wie bei der Entscheidung, ob dieses Bild eine Katze ist. Generative KI meint damit eigentlich nur was ganz Weiches. Es generiert Dinge, mit denen wir Menschen etwas direkt anfangen können. Und dabei ist natürlich drastisch entscheidend, auf was die KI trainiert wurde. Nehmen wir Udio als Beispiel. Udio hat massenhaft Musik als Trainingsdaten bekommen. Daraus hat es dann rein statistisch Features erlernt, wie nach einem Geschreiteil beim Genre Metalcore
vielleicht danach eine ruhigere oder gesungene Stelle kommt. Es erlernt also Muster aus den Trainingsdaten und produziert die halt einfach so nah wie möglich nach. Dass ich ein paar der KI-generierten Songs aber zum Beispiel wirklich gerne höre, heißt einfach nur, dass es meinen Geschmack mit Statistik getroffen hat. Da ist jetzt aber natürlich die Frage, ab wann etwas neu genug ist, dass man es wirklich als neu definiert. Wir Menschen müssen uns ans Urheberrecht halten, da gibt es die große Debatte um die Schöpfungshöhe. Beispielsweise kann ich nicht einfach die Melodie von Eminem rippen und dann selbst meine Stimme drunter legen. Aber das ist ein anderes Thema, denn das ist selbst für ein Gericht immer sehr, sehr schwer. Aber das Grundproblem ist klar. Kaum jemand hat diese Unterscheidung zwischen diesen vielfältigen KI-Definitionen verstanden. ChatGPT ist genauso wenig AGI, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, wie in den 60er Jahren regelbasierte Systeme wie ELIZA KI waren. Die waren unfassbar weit davon entfernt und haben nicht mal die richtigen Techniken benutzt. Und hier kommen wir zur Wirtschaft und dann natürlich auch gleich zum Marketing von KI. Denn künstliche Intelligenz, so wie wir sie heute kennen, hat durchaus schon jetzt unfassbares Potenzial. Ein System, das Zugriff auf quasi alles hat, was bisher geschrieben wurde, aka das Internet, aber uns das dann rauspickt und für uns so zusammenfasst, so wie wir das brauchen, das ist ziemlich sweet. Denn Google ist durch die ganzen SEO-Texte einfach unbrauchbar geworden. Vielleicht habt ihr ja mein Video zur Google-Suche gesehen. Da gehe ich ein bisschen tiefer auf das Thema ein. KI löst das Problem, das die Macher von KI wie Google uns gegeben haben. Und dennoch programmieren, lernen und noch so viel mehr. Es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle, wo auch nur ein Large Language Model uns schneller genau das geben kann, was wir eigentlich brauchen. Statistische Modelle können helfen, Krankheiten zu verstehen, neue Materialien zu entwickeln und noch wahnsinnig viel mehr. Ja, sie generieren nur irgendwas aus Dingen, die sie gelernt haben, ähnlich wie wir das auch zu einem Großteil tun. Aber wer nicht versteht, dass das nützlich sein kann, hat eine Vielzahl von Jobs nicht verstanden. Und auch die Halluzinationen, die bei ChatGPT ständig zitiert werden, also dass Informationen herbeigeführt werden, die da gar nicht stehen und falsch sind, ist in 90% der Fälle ein Fehler beim Anwender, nicht unbedingt ein Fehler der KI. Aber es wird ganz einfach ganz anders vermarktet. Es wird ausgenutzt, dass wir diese Bildungslücke haben und nicht wissen, worin KI eigentlich gut ist und worin nicht. Oder sollte ich sagen, es wird die Bildungslücke von Investoren ausgenutzt. Das Lustige ist, die allermeisten Investoren haben gar keinen technischen Hintergrund. Aber es winkt eben das ganz große Geld. Denn wenn man im Technikbereich in ein Unicorn investiert, also ein Startup, das es tatsächlich schafft, von Google und Co. gekauft zu werden, dann hat man ausgesorgt. Und mit der Firma meist dann auch eben der Investor gleich mit. Um Geld von einem Investor zu bekommen, braucht es aber manchmal einige Dinge, die erfüllt sind. Vor ein paar Jahren noch war das irgendwas mit Blockchain, irgendwas mit Big Data, irgendwas mit Software as a Service. Mittlerweile ist es irgendwas mit KI. Das bedeutet wirklich, wenn bei einem Startup KI nicht zumindest in der Geschäftsstrategie mit draufsteht, dann gibt es gar kein Investment. Also wirklich gar keins. Es ist also eine Voraussetzung für die allermeisten Investoren. KI kommt in Staubsaugern, KI in der Zahnbürste, KI in seltsamen Geräten, die eigentlich auch eine App hätten sein können. Aber hier wurde natürlich aus Marketinggründen nie erwähnt, dass KI eigentlich schwache KI meint. Warum auch? Schwache KI oder Narrow AI, das hört sich nicht so sehr nach KI an. Wenn man aber an die Definition von KI denkt oder das, was da verarbeitet wurde, dann sind wir genau da. Das Bild vom Star Wars Droiden in unseren Köpfen hingegen, das, was wir eher mit KI verbinden, das hilft dem Marketing natürlich enorm. Dass diese KI am Ende nur diese eine Aufgabe und nur genau die erfüllen kann, das lässt sich halt nicht ganz so gut verkaufen. Selbst wenn wir gesagt bekommen, welche Features es sind, wie etwa die Erkennung, wo im Mund sich meine Zahnbürste befindet, selbst dann heißt das für viele, oh, die machen was mit KI, die haben bestimmt auch bald Roboter. Hier kommt es den Firmen also einfach zugute, dass man so etwas generell noch nie gesehen hat. Vor allem, weil man das Ergebnis schnell und leicht sehen und verstehen kann. Klar, das ist wahnsinnig cool, dass man Emojis mit KI erstellen kann und dann kleine Custom Reactions in iMessage bekommen kann. Aber daher kommt dieser Hype um die Technologie mit Sicherheit nicht. Google hat unfassbar viele Produkte on hold gesetzt oder ganz begraben. Google Stadia beispielsweise, Clips,
Glass und noch ein paar andere mehr. Dazu kommt in nicht allzu ferner Zukunft noch ein Video von mir. All das war zwar nicht offiziell wegen KI, aber doch eigentlich schon wegen KI. Sie müssen ihre KI-Systeme entwickeln. Sie müssen ihre KI-Integration fertig bekommen und dazu brauchen sie Entwickler. Und die übrigen Firmen, die auf den Zug aufspringen, muss ich glaube ich gar nicht erwähnen. Aber eine KI ist nicht besser als ein klassischer Algorithmus. Es ist etwas völlig anderes. Dazu ein Beispiel. Rechne das hier mal aus. Für einen Menschen ist das ziemlich schwierig, oder? Für einen Taschenrechner wohl nicht so sehr. Ein Taschenrechner wurde nämlich darauf programmiert, Gleichungen zu lösen. Ohne Zufall und ohne Statistik. KI hingegen sind statistische Algorithmen mit Stärken, die dem menschlichen Gehirn sehr, sehr ähnlich sind. Ihr seid super in Mustererkennung, deswegen könnt ihr hier drin auch ein Gesicht sehen. KIs versuchen, eine Ausgabe zu produzieren, die eine perfekte Ausgabe annähert. Ihr werdet niemals eine KI haben, die 100% in allen KI-Benchmarks hat. Ja, eventuell in den hier gezeigten, weil die irgendwann sehr leicht zu lösen sind für KI-Systeme, aber es ist immer eine statistische Ausgabe. Ein Taschenrechner hingegen hat einen echten Bug, einen wirklichen Programmierfehler, wenn er auch nur eine einzige Berechnung falsch macht. Für Aufgaben, die man also berechnen kann, ist eine KI niemals besser als ein klassischer Algorithmus, denn der berechnet wirklich, was rauskommen soll. Das ist ganz normale Automatisierung und so etwas kann uns im Alltag extrem viel Zeit sparen, die wir dann für sinnvollere Tätigkeiten übrig haben. Beispielsweise Einkaufen. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Einkaufen in der Woche? Bei mir sind es etwa 60 Minuten alle 3 Tage, also 120 Minuten. Die kann ich mir sparen und hier kommt unser heutiger Partner HelloFresh ins Spiel. HelloFresh ist die ultra bequeme Mitgliedschaft, damit euer Essen direkt zu euch kommt. Frisch und gesund. Mir spart das genau diese Einkaufszeit ein, die ich oft gar nicht habe. Ich muss nicht alle Zutaten einzeln kaufen, stattdessen bekomme ich sie praktisch an die Haustüre geliefert. Zu Hause kann ich dann aber trotzdem alles komplett frisch kochen und habe anschließend so ein Festmahl vor mir, das gesund ist und großartig schmeckt. Bei HelloFresh ist das ein ganz klassischer Algorithmus. Ihr sucht euch selbst aus, welche Gerichte ihr in der Woche haben wollt und ihr bekommt zuverlässig das Paket zu euch geliefert. Und falls es zu Fehlern im menschlichen Teil des Prozesses kommt, gibt es natürlich einen wirklich zuvorkommenden Kundenservice in wenigen Minuten auf der Website. Und wenn ihr jetzt direkt zuschlagt, gibt es sogar einen Rabatt von bis zu 120 € plus ein Gratis-Dessert zu jeder Bestellung für ein ganzes Jahr. Wenn du also auch richtig kochen willst, aber gerne weniger Zeit mit Einkaufen verbringen möchtest, unten in der Beschreibung ist HelloFresh verlinkt. Schau dir gerne mal die Gerichte an, die sie diese Woche anbieten. Danke an HelloFresh für die Unterstützung in diesem Video und dass sie mich gezwungen haben, für das Video meine Küche endlich mal aufzuräumen. Und hier komme ich noch mal ganz kurz zu der Umfrage zurück. Ich habe einen Kommentar dort gefunden, das ich wahnsinnig interessant fand. KI ist eine Software, die mir die nervigen Aspekte des Arbeitsalltags vom Hals hält. Kackaufgaben, auf die keiner Bock hat. Dokumentation zum Beispiel, beziehungsweise Bürokratie. Eigentlich sind das genau die Aufgaben, die man nicht mit KI lösen muss oder sollte, aber genau dafür wird sie eingesetzt. Anträge schreiben, Dokumentation mit menschlichem Text erzeugen, E-Mails verfassen, weil andere zu blöd waren, irgendwas zu finden. Genau das sind die Chores in unserem Alltag, die wir Menschen uns selbst auferlegen, weil wir das nicht wegautomatisiert bekommen. Also nutzen wir dazu KI. Das beste Beispiel dazu gibt es im ganz großen Stil. Die deutsche Regierung arbeitet wohl sehr viel mit KI. Sie definiert sie als Schlüsseltechnologie und ballert nächstes Jahr, also 2025, 1,6 Milliarden an Investitionen da rein. Währenddessen werden die Ziele für die Digitalisierung der Verwaltung deutlich verfehlt, weil das Budget fehlt und natürlich das Personal, denn für Digitalisierung muss man erstmal Arbeitsaufwand investieren. Oh, und sich mit Manfred rumschlagen, der natürlich gar keinen Bock auf die moderne Kacktechnik hat. Wir verlassen uns also vermutlich darauf, dass eine KI die kaputte Verwaltung fertig digitalisiert, nehme ich mal an. Baut man das alles mit klassischen Algorithmen, also ohne Statistik und ohne Lernen, dann kann man genau diese Aufgaben mit einem einzigen Klick in einer App erledigen. Keine KI involviert und damit auch gar keine statistischen Fehler. Siehe Estland. Für eine nicht funktionierende Idee oder ein nicht fertiges Projekt einfach KI zu nutzen, das ist einfach Quatsch. Nein, genauer gesagt ist das Marketing.
Sehr erfolgreiches Marketing sogar. Nutzt bitte KI für etwas, das sie eigentlich gar nicht so gut kann, beschwert euch dann, dass sie scheiße darin ist. Man hat ja dann ein neues Feature, das man seinen Kunden für mehr Geld verkaufen kann. Also, KI ist nicht dazu gedacht, alles zu machen. Sie kann helfen, Code zu schreiben, ja, aber die eigentliche Digitalisierung, die eigentliche Arbeit dahinter muss trotzdem gemacht werden. Und dennoch ist KI, das wissen wir mittlerweile auch, teuer. So teuer sogar, dass es eigentlich in die Cloud muss. KI braucht sehr viel Rechenleistung. Ja, natürlich, das wissen wir, aber Firmen nutzen das ganz gerne als Ausrede. Oh, guck mal, wir haben eine neue Gratis-KI mit neuen Gratis-KI-Features, aber eben nur bis 2025. Danach ist es leider so teuer für uns, das weiter zu betreiben und die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Bitte bezahl uns doch dann. Eventuell. Mal gucken, was der Markt hergibt. 2024 ist das die geilste Entschuldigung, um ein Abo einzuführen, weil ja die Kunden dafür bezahlen. Aber diese KI-Cloud-Sache geht noch viel, viel weiter, da ja für KI-Training gleich mehrere unfassbar starke Serverkarten gebraucht werden, die pro Stück 40.000 € kosten. Siehe letztes Video. Das kommt für quasi kein Unternehmen in Frage, das bei sich zu machen. Dann komm doch einfach zu uns in die Cloud, um das Ding zu trainieren. Das kostet dich nur 7,824 $ pro Stunde bei uns. Da kannst du auf jeden Fall deine Modelle trainieren. Oder am besten kaufst du doch gleich unsere KI für dich ein, für dein ganzes Unternehmen. Das kostet nur 28 € pro Nutzer pro Monat. So viel zum Thema, dass KI noch ein Geschäftsmodell sucht. Selbst Firmen wie Duolingo oder Snapchat, die ja wirklich nicht klein sind, lagern ihre KI-Trainings und ihre Anwendungen bei einem größeren Anbieter ein. Da glaubt ihr nicht wirklich ernsthaft, dass ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland KI Made in Germany bauen kann, oder? Und wenn man selbst KI entwickeln will, was braucht man dann? Richtig, Trainingsdaten. Hier kommen Firmen wie OpenAI und nehmen einfach jeden Chatverlauf, völlig egal wie privat die Inhalte sind, und nutzt das als Trainingsdaten für ihr neues nächstes Modell. Erst seit kurzem gibt es eine Option bei ChatGPT, temporäre Chats zu nutzen. Der Nachteil, sie verschwinden nach der Benutzung sofort wieder. Alles andere fällt unter verbessere das Modell für uns alle. Und der Rest kommt dann einfach von anderen Websites, wo wir unsere Inhalte für Menschen zur Verfügung gestellt haben, wie etwa meine YouTube-Videos oder eure Blogposts und Kommentare. Und Adobe hat erstmal ihre AGB geändert, sodass sie zumindest auf euren Werken ihre KI trainieren dürfen. Andere Firmen wie Udio oder Suno, die Musik erstellen, nutzen dazu einfach gleich urheberrechtlich geschützte Inhalte und lassen trotzdem uns für die Abos bezahlen. Aber haben wir eine Wahl? Ein Beispiel aus meiner Industrie. 76% aller Softwareentwickler, wie auch ich, nutzen KI-Tools, um Software zu entwickeln. Die meisten davon ChatGPT. Dabei gehen die meisten Entwickler von einer Produktivität von Faktor 2 raus. Sie erstellen also doppelt so schnell oder doppelt so guten Code, wenn sie einen KI-Assistenten dazu benutzen. Und jetzt frage ich nochmal, haben wir eine Wahl, ob wir KI benutzen? Wenn von oben dann die Stimme kommt, dass wir bitte noch das Feature fertig kriegen müssen, bevor wir dann Freitag 16 Uhr das neue Feature veröffentlichen dürfen. Wir müssen also unsere Daten abgeben, außer wir bekommen GPT-4 fürs Team bezahlt. Und diese Option gibt es noch nicht wirklich lange. Und auch nur bei ChatGPT. KI wurde also dadurch für viele von uns zu einer Datenkrake, einer Abo-Falle und einer Pflicht, um auf dem Markt mit der erwarteten Produktivität mithalten zu können. Aber ist KI insgesamt jetzt ein gewaltiger Hoax? Lasse ich das Thema jetzt endlich von meinem Kanal? Bis wir wirklich eine KI haben, wie sie manchen von uns im Kopf ist, dass ein System wirklich selbstständig Aktionen ausführen kann, wird es noch dauern. OpenAI hat gerade erst 5 Schritte definiert, die sie als nötig erachten, bis sie wirklich so eine allgemeine KI bauen können. Sie sind gerade an Schritt 2. Eine KI heutzutage ist für viele ein einfacher Chatbot, der Text generiert. Vielleicht noch ein allgemeines Tool, das uns Arbeit abnimmt, Texte oder Grafiken als Rohmaterial erstellt, die wir dann aber natürlich nochmal überarbeiten müssen. ChatGPT und seine Artgenossen sind noch nicht mal in der Lage zu argumentieren oder zu schlussfolgern. Das ist tatsächlich dieser Schritt 2, den sie durch QStar oder wie es mittlerweile heißt, Project Strawberry einrichten wollen. Und nein, KI-Systeme können auch nicht von selbst aus ihren Fehlern lernen.
Zumindest noch nicht und nicht ohne menschliche Interaktion. Dazu braucht es nämlich das Feedback, das ihr gebt über diese kleinen Buttons mit dem Daumen bei euren Chats. Da fehlen also noch volle 3 weitere Schritte nach dem, bis das Bild, das viele von uns dank Marketing im Kopf haben, erfüllt ist. Aber dennoch, heutige KI-Systeme sind unfassbar nützlich, wenn man sie für die richtigen Dinge einsetzt, für die sie auch gebaut wurden. Herauszufinden, was wirklich gut funktioniert, ist aber nicht so einfach, dass man einfach natürliche Sprache verwendet und schon bekommt man eine tolle Antwort. Dazu müssten wir Menschen uns erstmal präzise ausdrücken können. Und dass wir das nicht können, das ist spätestens jedem Softwareentwickler klar geworden. Es geht aber weit über das hinaus, was möglich ist. Will ich wirklich ein Microsoft Recall, das alles aufzeichnet, was ich auf dem Rechner habe, damit ich es mit KI durchsuchen kann? Brauche ich wirklich generativ erstellte Emojis, auf die ich einige Minuten warten muss, bis sie erstellt sind? Oder nehme ich dann doch vielleicht lieber für meinen Messenger eher die Standard Unicode-Emojis, wo ich sogar Ingwer als Emoji zur Verfügung habe? Ingwer! Was brauche ich denn noch? Jemals? Wie wäre es mit dem Sexy Lip Bite? Gut, ein Feature haben versus nicht haben, aber brauche ich es immer noch, wenn ich plötzlich die Kosten dafür bezahlen muss? Für die Entwickler, die das gebaut haben? Richtig. Dann vielleicht doch eher nicht. Stattdessen würde ich es feiern, wenn KI mir wirklich Codevorschläge direkt da produziert, wo ich sie brauche. Wenn es mir E-Mails vorformuliert, aber nicht fertig macht, oder auch in der Forschung, wenn das da zum Einsatz kommt, so wie es das auch tut. Aber genauso würde ich es eben auch feiern, wenn mein Chromecast endlich wieder zuverlässig Ton abspielen würde, liebes Google, oder wenn die Google Docs App bei mir auf dem Handy wieder gehen würde. Oder, liebes Microsoft, wenn nicht jede meiner Lieblingsspielefirmen einfach aufgekauft würde, nur um sie dann Mist machen zu lassen oder, surprise Pikachu Face, weil sich die Spiele nicht gut verkaufen, das Studio direkt dicht zu machen. Denn jede künstliche Intelligenz wird nur so richtig nützlich, wenn sie in eine Nicht-KI-Software sinnvoll integriert wird. Danke an HelloFresh für das Unterstützen des Videos und vergesst nicht, unten auf den Link zu klicken, denn dort gibt es aktuell 120 € plus ein Gratis-Dessert zu jeder Bestellung für ein ganzes Jahr. Wenn ihr mehr Infos aus dem Cyberspace wollt, habe ich hier das Video zu einem Symptom des Ganzen und hier unten das Video zu den 5 Stufen von AGI. Viel Spaß im Cyberspace!